So. Ibeaksiagalua kutingalok kilaw tiligahoni. Upik ko bea tsapalugalok. Asi tabura pibi tagaliw di bea lagaga. Ibeaksiagaluk. Dahil nahuni ay tsuti kinakangalok. Upik ukalaktok. Ubaw na kao nagingariga. Iligin pikit ko bulugo. So, haben wir den ollen Mann auch glücklich gemacht. Oh, ein neues Video. The bola is what we call kilamitan. And the kilamitan is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know. So bolo was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Aha. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir damit gleich mal eine Ente jagen können, ne? So, gerade ging der Wecker. Oh. Huch. Ich dachte, der rennt da diesen Spoiler hoch. Den Spoiler hier. Ja. Hä? Was nun? Das ist Magic hier. Ah. Das schneit aber ganz schön hier, Junge, Junge. Dabra tayo na igilekotik. Libeak siya rolum ato ka upim achuta.
Meine Herren. Oh, warum springt der Fuchs jetzt da runter? Ist doch nicht wahr. So, jetzt. Achso, haha, hier, mit dem Wind. Oh. Da war der Wind wieder weg. Ja. So, jetzt aber. Du kannst schon mal hier. Na also, geht doch. Geht doch. Sila tane nunakingata inyokulukaswag. Er sieht ein bisschen aus wie ein Mongole. Inyokulum taudu kami nutkakawa. Agalani beak siyagarwado sa perinaksimalok. Irgendwie sollte sie das Ding da werfen, aber... Kinalip sabiak taudu kami kilamitaw. Sabra iwaktani taudu kay. Nein! Ist es denn wahr? Gib mir die Bola, seit wann spricht er Deutsch? Eben war es noch Inuit. Lauft! Lauft!
Der böse Mongol ist hinter uns her. Annap khaslik kalwaktuk. Agalan igilaw niya sa kakanaksisinyak. Malako ko ni ubulo ko ni wisa ublutik. Ein Video. Stranded. The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies, and there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. I went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog. And he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Oh ja, das stelle ich mir auch krass vor. Auf einmal mitten auf einer Eisscholle, nicht mehr zurück zu können, nicht wissen, wo es hingeht. Ja, und wenn du dann natürlich, gut, die hatten Glück, die hatten ein Handy dabei. Die konnten zumindest einen Notruf absenden, aber jetzt stell dir vor, die hätten keinen Notruf absenden können. Krass. Was ist denn da rot? Nalunak tok kanok igilekeniak silama. Das Eis geht kaputt. Schnell, lauf! Es bricht alles zusammen. Oh nein! Der Eisbär!
Oh, ich kann ihn nicht damit stoppen. Oha. Dann lauf. Wir müssen schnell weg. Bevor uns der Eisbär erwischt. Das wäre nicht gut. Oh, ich hätte warten müssen. Aber irgendwas ist mit dem Fischen. Wir müssen warten. Jetzt. Oh, wie überkrass knapp. Schneller. Der Bär kommt immer näher. Oh nein. Was nun? Oh, wir brechen auch ein. Oh nein. Die Fische. Die Fische. Bitte helft uns. Yay. Oh. Ich hätte vielleicht nicht springen sollen. Die Fische können uns helfen. Ah. Danke, liebe Fische. Oh nein, der Eisbär. Schnell. Der Eisbär kann ja schwimmen. Isasa ko may akalo nanok anak kubit. Pinatitaka bitso. Ja, los weiter. Nikat chalaitso. Schnell, schnell, bevor er wiederkommt. We're very much aware of the climate Geni, change. da müsst ihr auf And Twitch it's gucken. been Moment, for many dann hat years, Hitbox ein even Problem. before climatologists were noticing this change. In it, we're already saying, "Sila alangoktok." Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season is what it is. Actually more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch ein Problem, ne? Wie seht ihr das? Gibt es den Klimawandel überhaupt? Oh, was ist damit all? Warum springt ihr denn ins Wasser? Es gibt ja auch durchaus Verschwörungstheoretiker, die meinen, dass das von der Regierung inszeniertes Thema wäre und der Klimawandel, den gäbe es gar nicht. Ja. Ah! Oh Gott. Auf solche Gefahren war ich gar nicht eingestellt hier.
Schnell, Prinzessin. Das ist ja hier quasi Super Mario im High-End-Stadium. Och, Alte. Die Alte ist so ein bisschen unfähig, ist sie schon, oder? Lauf! Lauf! Nein, und stehen bleiben. Lauf! Oh nein! Oh, fast! Oh Gott! Ein grausiger Tod hätte uns erwartet. Junge, Junge, Junge. Das war mal knapp. Uiuiuiui. Los, wir müssen weiter. Aber hier oben kriegt uns zumindest erstmal nicht der Eisbär. Oh nein, zu früh gefreut. Da ist der Eisbär wieder. Okay, ablenken war jetzt nicht so das Richtige. Ah. So. Nein! Ah! Oh. Yay, wir haben es geschafft. Von einem Wal verschluckt? Bitte? Kunusayaku war bei Kunuusayuka war bei klarem Wetter ein guter Jäger. Doch der Schneesturm war einfach keine gute Zeit für die Jagd. So, so. Also sehe ich das jetzt richtig? Sind wir im Bauch eines Wales? Eine Eule.
In, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, seals and whales. And one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know. I think there's a lot of camaraderie involved, and just being out on the land or being out on the ocean. It's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. So, aber wenn es hier links lang geht und da oben auch noch was lang geht, was geht denn dann rechts? Wo ist der richtige Weg? Gibt es hier einen richtigen Weg? Oder ist hier eine Sackgasse? Hier ist eine Sackgasse. Okay. Ach, guck mal, wie eine Seerobbe. Gelernt ist gelernt. Hä? Ach komm schon. Das will er jetzt irgendwie nicht, ha? Das grenzt schon ein bisschen an Arbeitsverweigerung, oder? Das war aber knapp. It's magic. Oh, ah, verdammt. Da habe ich's verkackt.
Ja, irgendwie müssen wir die Perle ja noch mitnehmen, ne? So geht's ja nicht. Oh. So, jetzt aber. Jawohl. Auf geht's. Was ist jetzt der Plan? Jetzt stehen wir hier und tun was genau? Oh nein! Ich bin in den Tod gestürzt. Welch unglaubliche Tragödie. Mein Gott, spring jetzt da runter. Ah, okay. Hier ist doch jetzt gleich nochmal irgendwo so ein... Wie habe ich dann eben... Also irgendwo sein 7. Sinn wieder an. Kam doch nochmal so eine Kugel. Genau, hier war der 7. Sinn. Da ist die Kugel. Jawohl, die bringen wir jetzt mit. Na. Oh. Ah. Ah. So. Na, bleib hier, bleib hier. Jawohl. Oh, zurückspringen. Ah, okay. Yay, wir haben es geschafft. Wir sind drüben. So. Hier geht's auch schon weiter. Ah, wird alles, so. Yay, wir haben es geschafft, Leute. Super.